Heute geht es um die 15-jährige Katrin Konert aus Großgardau. Sie verschwand am 01.01.2001, vermutlich beim Trampen. Was ist genau passiert? Katrin hatte die Silvesternacht mit ihrer Familie bei einer Silvesterparty verbracht. Am 01.01. war die gesamte Familie noch sehr müde. Doch Katrin stand als Erste auf. Am Nachmittag traf sich Katrin mit ihrem Freund. Dieser war 30 Jahre alt, also doppelt so alt wie sie. Ihr Vater wusste nichts von der Beziehung, aber ihre Mutter und ihre Schwestern ahnten etwas. Ihr Freund wohnte im 12 Kilometer entfernten Bergen an der Dumme. Da er kein Auto hatte, bat er einen Bekannten, zusammen mit ihm Katrin abzuholen. Ich zeige euch jetzt hier einmal in Google Maps, welche Strecke das war. Oben ist Großgardau und unten Bergen an der Dumme, da wo ihr Freund wohnte. Sie fuhren dann zu dritt zu der Wohnung von Katrins Freund. Der Bekannte fuhr weiter. Katrin und ihr Freund verbrachten den Nachmittag dann in der Wohnung. Katrin war aber nicht glücklich, da sie dachte, sie würden etwas anderes unternehmen. Aber ihr Freund schaute nur Videos und kümmerte sich wenig um sie und deswegen kam es zum Streit. Katrin versuchte dann per SMS einen ihrer Freunde zu erreichen, da sie jemanden brauchte, der sie wieder nach Hause fuhr. Allerdings klappte dies nicht. Und dann tauchte das nächste und wohl verheerende Problem auf. An diesem Abend gab es Blitzeis. Dies machte es noch schwieriger, jemanden zu finden, der sie fährt. Gegen 18:45 Uhr teilte sie ihrem Freund damit, dass sie jetzt geht. Er fragte sie, wie sie denn jetzt nach Hause kommt und ob sie jemanden gefunden hat. Sie sagte, dass sie dann wohl trampen wird, da sie niemanden gefunden hat. Sie verließ dann die Wohnung. Ihr Freund war damit zwar nicht einverstanden, aber er ließ sie dann gehen. Einer der Freunde, die Katrin vorhin per SMS versucht hatte zu erreichen, sah sie dann, er war zusammen unterwegs mit seiner Freundin, mit der er gerade Pizza essen war, dass Katrin sich auf der neuen Straße befand, auf dem Weg zur Bushaltestelle. Hier seht ihr in Google Maps die Bushaltestelle an der neuen Straße, zu der Katrin dann ging. Sie stellte aber dann fest, dass es mindestens noch eine halbe Stunde dauert, bis der nächste Bus kommt. Dies war ihr zu lange. Als sich Katrin schon von der Bushaltestelle wegbewegt, sieht sie noch einen Bekannten, der mit dem Auto vorbeifährt, der natürlich aufgrund des Blitzeises sehr langsam fuhr. Sie sprach ihn an, ob er sie nicht nach Hause fahren könnte. Aber er konnte es auch nicht. Er sagte ihr, es ginge heute nicht, beim nächsten Mal würde er sie gerne fahren. Dies war das letzte Mal, dass Katrin mit Sicherheit lebend gesehen wurde. Um diese Uhrzeit ist eine Frau in der Gegend unterwegs, die sich verfahren hat und dann eine merkwürdige Beobachtung macht. Sie sieht ein Mädchen, das an einer Bushaltestelle steht und mit dem Fahrer einer schwarzen Limousine, eventuell einem BMW mit Berliner Kennzeichen, spricht. Es wäre möglich, dass dies Katrin gewesen ist. Nach diesem Zeitpunkt gibt es absolut keine Spur mehr von Katrin. Weder wurden irgendwelche persönlichen Gegenstände gefunden, noch wurde sie irgendwo gesichtet. Auch ihr Handy wurde nie gefunden. Der Freund, mit dem sie kurz vor dem Verschwinden noch gestritten hat, und selbst der Vermieter wurden mehrfach intensiv vernommen, aber ohne jegliches Ergebnis oder irgendeinen Verdacht. Fast 6 Jahre später, am 30. Oktober 2006 um 19:59 Uhr, erhält Katrins Schwester Mandy plötzlich einen mysteriösen Anruf. Eine Frau mit osteuropäischem Akzent sagt, es ginge um ihre verschwundene Schwester Katrin. BMW, schwarz, Hamburg, sagte die Unbekannte. Dann bricht die Verbindung ab. Die Polizei findet heraus, dass der Anruf aus einer öffentlichen Telefonzelle aus Nürnberg kam. Mit derselben Telefonkarte wurden von dort aus mehrere Gespräche, unter anderem nach England und zum Berliner Landeskriminalamt geführt. Aber trotz intensiver Ermittlungen, auch über einen erneuten Aufruf im XY-Update der Sendung vom 7.12.2006, konnte die Anruferin nie verifiziert werden. Die Spur wurde kalt. In der Sondersendung Wo ist mein Kind vom 30.03.2011 wurde der Fall noch einmal neu aufgerollt. Auch wieder ohne Ergebnisse.
Danach wurde der Fall geschlossen, da er als ausermittelt galt. Dann im Jahr 2014, während der Aktenzeichen XY-Sendung vom 5.2.2014, meldete sich im Studio eine XY-Zuschauerin anonym. Sie machte Angaben zum Fall Katrin K., auch wenn dieser in der Sendung nicht präsent war, und auch dieser Anruf wurde in der Sendung nicht erwähnt. Die Anruferin sagte nur wenige Sätze, aber der Inhalt klang für die Kripo so präsent, dass diese unbedingt noch einmal Kontakt zu der Frau aufnehmen möchte. Berichtet wurde dies dann in einem weiteren XY-Update in der Sendung vom 6.8.2014. Ob die Anruferin jemals identifiziert werden konnte, ist unklar. Auch zum Inhalt des vorangegangenen Anrufs, also das, was die Anruferin gesagt hat, wird geschwiegen. Mitte September 2017 fand man dann eine Kreidenachricht auf der Innenseite des Buswartehäuschens, an dem Katrin das letzte Mal gesehen worden war, am Neujahrstag 2001. Zu lesen war dort in einer eher weiblichen Schrift, dass Katrin von 2 namentlich genannten Personen missbraucht wurde und die Polizei eine für nötig befundene Untersuchung nicht aufnehmen würde. Frage war, was hat dies zu bedeuten? War das vielleicht ein Werk von Schülern, die sich einen üblen Scherz erlaubt hatten? Üble Nachrede oder doch eine heiße Spur? Am 26. Oktober 2018 teilte die Polizeiinspektion Lüneburg-Lüchow-Dannenberg über eine Pressekonferenz dann mit, dass der Vermisstenfall Katrin K., also Katrin Konert, komplett neu aufgerollt wird. Es wurde zum Beispiel vom 30. Oktober bis 4. Dezember 2018 in Bergen an der Dumme, also dort, wo sie zuletzt gesehen wurde, dauerhaft eine mobile Wache installiert, um Hinweise jeglicher Art aufnehmen zu können. Am 26. November 2018 hat sich dann aus einer Telefonzelle am Bahnhofsplatz in Celle ein anonymer Anrufer gemeldet. Über die Notrufnummer 110 hat dieser die Polizei kontaktiert und mehrere Minuten mit den Beamten in der Leitstelle gesprochen. Dabei soll der anonyme Anrufer mehrere interessante Hinweise gegeben haben. Unter anderem soll er angedeutet haben, zu wissen, wo sich die Leiche der damals 15-jährigen Katrin befindet. Ob er einen konkreten Ort genannt hat oder ob die Beamten diesen bereits abgesucht haben, blieb indes unklar. Nach einigen Minuten habe der Anrufer dann das Gespräch jedoch unvermittelt abgebrochen. Am 21. und 22. Januar 2019 wurde dann ein 100 x 100 Meter großes Waldstück bei Bergen aufwendig durchsucht und umgegraben. Auslöser für diese erneute Suchaktion war ein anonymer Hinweis, der die Kripo über die Kommunikationsplattform BKMS erreicht hatte. Obwohl Spürhunde, Drohnen, Infrarotsonden und Archäologen und Anthropologen den Platz untersuchten, fanden die Ermittler keinen Hinweis auf die Leiche von Katrin. Der Hinweis sei aber sehr konkret gewesen, sagte die Polizei. Anfang 2019 gaben die Ermittler dann bekannt, dass sie im Rahmen neuer Ermittlungen sowie die Vernehmung eines bisher unbekannt gebliebenen Zeugen davon ausgehen, dass Katrin eine Mitfahrgelegenheit mindestens bis nach Glenze gesucht hat. Der Täter dürfte sie dann mit seinem Wagen im Bereich der Bushaltestelle in Bergen an der Dumme aufgenommen und freiwillig mitgenommen haben. Die Polizei geht davon aus, dass Katrin dann nicht zwischen einem Bekannten und einem völlig Fremden unterschieden hat. Sie hatte auf jeden Fall die Mitfahrgelegenheit genutzt. Im weiteren Verlauf ist es dann vermutlich zu einem Tötungsdelikt zum Nachteil von Katrin K. gekommen. Das war bisher dann die letzte Aktualisierung bezüglich Katrin Konert. Wie ihr seht, hat sich vor allen Dingen in den letzten 10 Jahren immer wieder irgendetwas getan. Es gibt also Leute draußen, die anscheinend etwas wissen und das auch irgendwie mitteilen möchten. Aber aus irgendwelchen Gründen trauen sie sich nicht, direkt zur Polizei zu gehen. Vielleicht haben sie selber etwas mit dem Fall zu tun oder sie kennen den oder die Täter. Aber so wie es jetzt aussieht, da immer wieder Bewegung in den Fall kommt, kann man eigentlich davon ausgehen, dass der Fall von Katrin doch irgendwann noch gelöst wird. Was denkt ihr über den Fall? Was ist passiert? So wie es die Polizei sich denkt? Oder habt ihr eine andere Version?
Schreibt es in die Kommentare. Wir können gerne darüber diskutieren. Ansonsten danke ich euch mal wieder fürs Zuschauen. Bitte vergesst nicht zu abonnieren, liken und zu teilen. Dann bis zum nächsten Video von mir. Passt auf euch auf und bleibt gesund.